Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Und ihr könnt jetzt live zugucken, wie ich hier meinen Vital signs stabilizing. Flüssigkeitshaushalt wieder in den Griff kriege. Und dann als nächstes, nachdem wir letztes Mal epische neue Baupläne bekommen haben und weitere Ziele, gilt es jetzt herauszufinden, wie wir das eigene Pibi synthetisierenden Anzug herstellen können. Und da das ja noch nicht funktioniert, weil synthetische Fasern können wir noch nicht machen. Wegen diesem blöden Wickelpilz. Deshalb ist vielleicht als nächstes dann mal nötig, dass wir zu einem dieser Erbauer-Artefakte gehen. Das haben wir ja nun fertig. So viel einfach. Ja, aber das sollte jetzt mal so das nächste sein und die Seemod oder Seebahn haben wir auch gerade abgegradet. Also los geht's und vielleicht vorher einmal noch ein bisschen reparieren und die Energiezelle wieder reinmachen, fällt mir gerade auf. Das wäre vielleicht ganz gut, ne? Die ist lustigerweise sowieso schon voll. Ich habe die ganze Zeit eine Kameradrohne mit mir rumgetragen. Herzlichen Glückwunsch. Das war natürlich platztechnisch wirklich sehr sinnvoll. Nicht? Okay, 100 und 100, das sieht gut aus. Dann schauen wir mal, welcher jetzt hier an der Nähe ist. Ich weiß leider nicht mehr, welchen wir zuerst bekommen haben. X3J. Q59. Okay, ich glaube, das war doch der erste hier. Keine Ahnung, wie tief wir dafür müssen. Das werden wir gleich sehen und ob das dann überhaupt funktioniert. Das bleibt alles abzuwarten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil da geht es jetzt, was das betrifft, mal weiter. Ich denke, pro Station können wir dann einen von diesen Bestandteilen machen für den Alien. Und dann haben wir halt noch andere Missionen für die nette Mathilde hier. Geht's hier rein oder ist das jetzt so? Jetzt nach oben? Nee, es geht schon noch hier rüber, okay. Meine neuen besten Freunde hier. Ich weiß nicht, ob sich jetzt allgemein deren Verhalten geändert hat. Kann gut sein, dass wenn ich jetzt hier wieder unterwegs bin, dass sie dann wieder anfangen, die Sachen wegzunehmen. Hätte ich jetzt doch fein da rein gemusst. Eventuell ja. Vielleicht können wir hier noch rein, aber hier ist auch irgendwie schon wieder Schluss mit lustig. Wobei. Man sieht nichts. Ist nur ein Nest. The fuck? Ja, kann sein, dass wir da vorne jetzt reingemusst hätten. Schauen wir mal, ob wir das wiederfinden. Das ist ja dann oft so ein bisschen schwierig. Ah, doch.
Sind wir auch vom Höhenlimit noch weit entfernt. Ich habe irgendwie Schräglage. Davon ist der explodierende Fisch. Von dem können wir uns jetzt nicht abhalten lassen. Schubkanone. Sehr schön. Was war hier? Gerade zum Scannen. Irgendwas hier, ne? Tangwurzel. Ja, diesmal... Oh nein, ich habe die Gelsäcke nicht weggelegt. Hier nochmal kurz auffüllen. Ah, und Licht aus, bitte. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass das hier der richtige Weg ist. Ja. Sinnvolle neue Sachen. Okay, das ist aber irgendwie eine Sackgasse, ne? Ah, doch nicht. Ciao. Ich weiß auch nicht, ob das hier... ob das sich ausgeht so, wie ich das hier mache, weil... Oh. Mit Sauerstoff und so. Boah, ich weiß noch in diesem Lavafeld beim ersten Spiel, ne? Das war total gestört. Und ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass wenn ich jetzt wenn das hier eine Sackgasse ist, dann werde ich wahrscheinlich elendig draufgehen. Ich bin jetzt so weit weg von meinem Schiff. Ich weiß noch nicht, ob ich noch richtig bin. Also irgendwie komme ich hier näher zu diesem jetzt. Nee, das kann nicht mehr richtig sein. Haben wir das irgendwie verpasst? Ach, jetzt sind wir bei dem Käfig hier. So, wo bist du, mein Schifflein? Lalala. Ich hoffe sehr, wir müssen da nur einmal hin, weil so dramatic wie das hier ist. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das zweimal überlebt.
hier oder... Es ist... Ah, guck mal. Laser, ja, bitte, es ist nur ein Teil. Scheiße. 3. Okay. Aber... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da ist noch ein Gang, aber das ist halt schon wieder so weit weg, ne? Das verunsichert einen doch dezent. Ich glaube, auch hier war ich gerade. Ja! Ah, okay, ganz egal, wie das ausgeht, aber dafür war es das auf jeden Fall wert. 36 Meter, das, also... Ach, ist das vielleicht hier? Oh Gott, ja, es ist hier. What you found is more than just an artifact. It will help me follow the traces my people left on this planet. I'm glad it could help. I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Ja, das versuche ich auch. Ich möchte nur gerne vorher bitte mein Schiff wiederfinden. Das würde mir ein bisschen Beruhigung verschaffen. Jetzt schauen wir uns gleich mal in Ruhe an, was wir da bekommen haben. Schiffi, wo bist du? Cool. So ein Bogen. Ich hier rein? Ah ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja. Es geht voran. Oh, ein Anruf. How do your people communicate if you are not networked? What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? Ein bisschen. My people are able to gain understanding through the network. It takes much of the uncertainty out of communicating. But that's the beauty of communication. It builds trust. People choose to let you know them. We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Ellen. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine 1,000 strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence.
I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. I think I felt a hint of them when we came across that artifact. If we find more, I might be able to get a stronger sense. Was ist das denn? Was ist das? Ist das ein Bug? Zumal... die Seekobolde haben es wieder gestohlen. Zumal ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich hier schon mal war. Ist hier vielleicht noch ein Fragment von dem... Hey, das sind Pfeile. Die zeigen irgendwo hin. New blueprint Spiel! synthesized. Warum gibt's hier immer so coole Sachen? New blueprint synthesized. Leute. Ja, okay. Wo ist mein Schiff? Ja. Ach, Spiel. Ich werde nie fertig werden. Kann ich die Drohne eigentlich auch mal wieder ausschalten? Als Signal, das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel. Das ist dann nicht mehr so eine minimalistische Ansicht, ne? Wenn man hier so viel Zeug hat. Genauso wie die Landekapsel. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Und das haben wir jetzt auch fertig. Schon viel besser. Das ist eigentlich auch cool hier. Jetzt wäre das quasi der Eingang zu diesem Areal. Okay, dann ist jetzt wieder Zeit, um Essen und Trinken aufzufüllen. Welcome aboard, Captain. Captain. Robin, I have something important to share. Another artifact. Yes, although You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Signal location uploaded to PDA. Ja, guck mal, jetzt sind hier überall die Gelsäcke, das ist doch schön. Ich hoffe, die zwei vertragen sich weiterhin. Okay, da kommt jetzt das nächste. Salzsäure und Polyanilin. Und Testüberbrückungsmodul. Ja, Parallelprozessor weiß ich halt nicht. Ne, da haben wir noch kein Material dafür. Kein Rezept dafür. Krebserweiterungen, das ist alles noch in der Zukunft. Reaktionsfreudige Bestandteile. Ist das dann irgendwie für den Wärmereaktor oder für den Bioreaktor hier? Ja, das kann ich auf jeden Fall schon wieder wegschmeißen hier. Diese Uraltfische. Mal 2 neue. Und nehme mal 3 und dann mache ich einen noch mit Salz, dann hält er auch ein bisschen länger. Als wenn ich hier sinnlos die Fische töten. Das wäre ja. Ein Salz. Ne, habe ich nicht. So, okay. Dann einmal so. Und zack.
Und zack. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man sich die ganze Zeit von Fisch ernährt. Sag mal, ist der gewachsen? Ich hoffe nicht. Es ist auf jeden Fall ein viel zu kleines Aquarium. Ich wusste nicht, dass da so riesige Fische bei rauskommen. Ach ja, und wir haben ja noch das Ei vom Seekobold. Ich weiß halt nicht, ob die sich vertragen. War doch wieder gerade irgendwas zum Scannen, ne? Oh, guck mal, wie süß! Ist es? Wehe. Lass bloß meinen Seekobold in Ruhe. Naja, wir werden das beobachten. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder klarkommen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder so viel Titan habe. Noch ein Ei. Die anderen bewahre ich jetzt mal schön. Ach ja, die Unterwasserlaus kann ich vielleicht da reinmachen. Ich weiß nicht, ob der das dann isst oder so. Wir werden sehen. Biologische Experimente. Okay. Dann müssen wir... Was müssen wir denn? Wir müssen so vieles eigentlich. Das ist das nächste. Ach ja, ich wollte jetzt eine Sache gucken. Nee, noch keine Bestandteile bekommen. Irgendwas haben wir ja bekommen, aber ich weiß nicht jetzt, was das genau ist. Aerogel, das können wir auf jeden Fall jetzt machen. Das ist gut. Dafür haben wir auch genug Sachen da. Da fehlt halt noch dieser komische Pilz da. Ich weiß nicht, ob wir hier schon runter müssen. Nee, ich glaube nicht. Aber hier vielleicht demnächst. Eventuell, möglicherweise. Ja, wir entfernen uns schon wieder, ne? Also doch schon dort direkt.
Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich auch im ersten Spiel, da habe ich teilweise wirklich ewig gebraucht, bis ich dann manches mal gefunden habe. Ist dann auch nicht alles immer so einfach. Was ist das denn? Ups. Ja, Fahrzeugstation. Deswegen habe ich, glaube ich, das Titan gehabt. Ah, das ist doch... Okay, das ist doch die hier beim... Direkt bei unserem Zuhause. 271, das kommt mir verdächtig so vor, als müssten wir dafür tiefer gehen. Das wäre ja auch eigentlich sinnig, dass man dann das zweite Modul braucht. Der mit dem ersten nicht mehr auskommt. Ich schaue jetzt mal, aber ich glaube, hier ist schon Ende der Fahnenstange, ne? Ich meine, bisher haben wir jetzt nichts wirklich Wichtiges gesammelt. Seit dem letzten Mal in der Basis. Also falls wir jetzt sterben sollten... wäre das irgendwie noch vertretbar. Wenn auch nicht gewünscht. So, 300 Meter. Also ist irgendwie schon wieder ganz woanders. Eine Brechallraune. Das klingt ja zum Glück auch überhaupt nicht eklig. Okay. Ich glaube, es gab hier einen Ort, an dem man schneller noch weiter hier runtergekommen ist, auch mit der Seebahn. Aber das ist jetzt verlorene Liebesmühe. Jetzt haben wir sie schon zurückgelassen. Jetzt schauen wir einfach, dass wir möglichst gut hier durchkommen. Und noch sinnvolle Sachen einsammeln, die uns noch gefehlt haben. Die gehen ja auch zum Glück nicht verloren, selbst wenn man dann mal aus Versehen stirbt. So, Chaka. What the f... Ich habe keine Ahnung, was das war. Oh, nice. Boah, hier sind voll viele. Also mehr, als ich überhaupt jemals brauche, ne? Das ist so ein bisschen... Oder wahrscheinlich. Aber wo muss ich hin? Das ist noch nicht ganz so klar. Danke. Bin auch schon wieder weiter weg denn je. Vielleicht müssen wir doch noch mal einen anderen Eingang suchen. Oder ich gehe hier rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt übrigens als Speichern zählt. Also, immer. Ich habe nichts zu trinken mitgenommen. Ich hier nie. Naja. Wo wollte ich jetzt rum?
Also hier war ich ja eben. Wo wollte ich jetzt hier rum? Ja, genau hier bin ich ja eben schon rum. Ja, ja, ja. Das Leben unter Wasser ist so schön. Das war's für den Anzug, glaube ich. Ja. Hatte ich ja doch auch schon alle. Na gut. Boah, jedes Mal. So, jetzt könnte ich vielleicht auf dem richtigen Weg sein. Oh ja. It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. New blueprint synthesized. Ja, ich versuche mein Bestes, aber ich bräuchte jetzt auch demnächst mal wieder... Ja, Luft, danke. Es ist ein unglaublich beklemmendes Gefühl, wenn man weiß, dass man hier auf diese Pflanzen angewiesen ist. Scheiße, ich glaube, ich bin schon wieder falsch. Ich bin schon wieder da, wo ich vorhin war. Und ich muss gleich die Batterie wechseln hier. Ja, hätte ich gar nicht machen müssen. Waren ja noch genügend Batterien, die ich auf Tasche hatte. Ich sehe gar nicht so genau, was das da jeweils ist. Für ein Viech. Ja, hier geht's nicht runter. Wow. Ah, okay. Das hilft mir jetzt halt vielleicht auch in Zukunft ein bisschen besser aufzupassen. La la la. Also ich glaube, ich versuche es mal zurück zum Schiff zu gehen und doch mal irgendwie was anderes zu probieren hier.
Das ist irgendwie nicht zielführend. Manchmal hilft das dann, wenn man einfach nochmal von woanders anfängt. Ich müsste ja vielleicht auch dadurch geführt werden, dass da diese Teile sind. Mal gucken. Ja, das mit dem Trinken ist jetzt eh blöd und ich habe auch nicht mehr viel Energie. Es ruft schon wieder jemand an. Immer wenn ich aufnehme. Wie weit ist denn... Ja, nicht sehr weit. Ja, weißt du was? Dann mache ich das jetzt so. Ich lasse das Schiff hier. Damit ich diese Pfeiler wiederfinde. Vielleicht führen die mich ja doch irgendwo Sinnvolles hin. Gehe hier kurz meinen Medikram auffüllen und dann komme ich einfach wieder. Ich kann ja den Destillieranzug halt leider noch nicht machen. Jetzt wäre das jetzt perfekt, dann müsste ich nicht mehr zwischendurch essen und trinken gehen. Wo bist du, mein Blasenfisch? Ja, nirgends, ne? Da muss man mal selber wieder auf die Suche gehen. Oder ich versuche selber jetzt nochmal von oben irgendwo anders reinzuschwimmen und hole das Schiff halt nachher ab. Das kann ich auch probieren. Hallo? Welcome aboard, Captain. Ja, guten Tag. Mal gucken. Nein, hier. Ja, nur noch ein Medikit habe ich, dann lasse ich das mal. Das sollte sich jetzt auch einigermaßen wieder auffüllen. Schauen wir in der Zwischenzeit mal nach unserem Aquarium. Okay, das Ei ist noch da und die Laus ist auch noch da. Ich weiß nicht, was mit den anderen Eiern passiert ist. Naja. Ansonsten können wir ja gerade noch nichts machen, oder? Achso, doch, Pfadfinderwerkzeug, das können wir machen. Platziere Scheiben, um den Weg zu markieren. Oh, amazing. Schlingpflanzen, Samen, Büschel müssen wir kurz sammeln. Laserschneider ist bald fertig. Schubkanone fehlt auch noch ein bisschen was. So. Fabrikator für Werkzeug und Ausrüstung. Zusätzlicher Stauraum. Das können wir probieren. Nur bedenke, je größer das Ding wird, umso schwieriger wird es natürlich, das zu manövrieren. Das können wir noch nicht. Cool. Gut, dann vertreiben wir uns, bis unsere Energie wieder voll ist, einfach die Zeit hier mit. Ich gehe mal kurz Pflanzen schlagen. Ich habe mir sogar richtig gemerkt, dass es bei Nordwest war. Ich bin stolz. Können wir auch gleich ein paar mehr holen, denn
Wir können ja vielleicht welche da bei uns einpflanzen. Vielleicht geht das aber auch nur im Beetkasten. Immer mal gucken. Eins noch. Okay. Ups. Ich frage mich, ob man sich in VR besser zurechtfindet oder schlechter. Also besser könnte halt sein, dadurch, dass man wirklich diese Rundumsicht hat. Weil es halt nicht das gleiche ist, wenn man den Kopf dreht. Also wenn man die Maus dreht, meine ich. Aber es kann auch schwieriger sein. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. The Pathfinder tool emits a sequence of way markers to mark pathways and aid navigation in both land and aquatic environments. Ja, nice, ne? Das andere ist wahrscheinlich bei der Fahrzeugstation. Denke ich mal. Und das hier, Titanbarren und Ionenwürfel, das können wir mal noch machen. Moment. Da ist er! Ich dachte schon, das Ei wäre weg. Da ist er. Ist das süß? Ist das süß? Alter. Okay, das scheint ja zu funktionieren. Das ist wunderbar. Und dass die jetzt... Haha, wie klein! Der ist ganz alleine, das bricht mir schon wieder das Herz. So, 1. Zwei. Ach so, wieso überhaupt 2? Das weiß eigentlich niemand so genau. Und ein Ionenwürfel. Okay, so, Diamanten. Dann packen wir jetzt Schwefel auch noch rüber. Immer noch zu viel. Kupfer und Schwefel. Eieiei. Okay, das muss man mit dem Konstruktionsgerät machen. Wo ist es? Voila. 4. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier die Vorderseite und was die Rückseite ist, aber... This alien technology allows for the recycling of natural resource components without rinsing and sorting them into bins first. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich weiß auch noch nicht, was ich da reintun soll, um es mal auszuprobieren.
Haben wir denn irgendwelche Kryptosuchos? Ich muss erstmal gucken, was das für einer ist. Vielleicht wollen wir das nämlich da noch reintun. Ah doch, das ist der. Meiden im Notfall beherrschbar. Geringe Bedrohung. Ja, den will ich zum Beispiel jetzt nicht da reintun, weil der würde wahrscheinlich die anderen kaputt machen. Blaurochen. Blaurochen habe ich noch gar nicht gescannt. Das ist jetzt also ein bisschen ein Risiko. Ach so, das ist beim letzten Mal kaputt gegangen. Dann lasse ich das lieber mal. Aber noch so ein Hai kann man ja da rein tun. Dann ist der eine nicht so alleine. So, ihr Süßen. Müsst eine überglückliche Familie bilden. Das ist so süß. Das ist so süß. %90 Fett. So. Na dann mal weiterhin. Viel Spaß hier. Ey, das mit der Energie geht echt viel zu langsam. Ich muss jetzt doch diesen komischen Dings da verbrauchen. Oder soll ich? Ich weiß nicht. Bin hin und her gerissen. Das geht nicht. Während ich überlege, in der Zwischenzeit die Fackel kommt mal hier rein. Oder soll ich die doch behalten zur Ablenkung? Nein, im Moment nicht. Der ist schon wieder so alt. Das packen wir I jetzt am mal. picking up the signature of an important item belonging to my people. I will share its location. Okay. Ja, ich bin noch gar nicht mit dem anderen fertig. Signal location uploaded to PDA. Das stresst mich hier voll. Den machen wir im Moment mal noch aus, sonst gibt es nämlich Verwirrung. Ich muss mir halt merken, wo ich war. Also X3. Ich schreibe mir das lieber auf. Also sonst haben wir da Probleme. Also X3J war ich und jetzt gerade gehe ich zu U59. Und dann gibt es noch PK8 und Z13. Ne? Sonst haben wir da keine Freude. Mal kurz Sauerstoff. Welcome aboard, Captain. Und nochmal Getränke. Das ist mal wieder Hardcore Survival hier. Kein einziger Blasenfisch. Was ist da denn los? Unfassbar. Lalala. Hier.
Ich trage ja bestimmt zur Überfischung der Meere bei. Jetzt sei, dass ich keine Fische mehr brauche für... Was war das denn mit dem Licht? Ah, für meine Wasserversorgung. Das war wieder nur das Kabel, das dann noch in der Luft hängt. So. Jetzt haben wir es dann eh bald mit der Energie, wenn ich jetzt noch so 1000 Meilen hinterher muss. Okay. Zack und los. Ich probiere es einfach mal jetzt hier rum. Ich weiß auch nicht. Und falls das dann nichts ist, was sich irgendwie gerade schon abzeichnet, dann kann ich immer noch zurück zum Schiff. Das Licht ist so schlecht, dass man denkt, man hätte es gar nicht an. Was war das für eine? Ressourcen. Ja, eigentlich brauche ich die auch nicht mehr unbedingt, ne? Mittlerweile bin ich da... Ups. Mittlerweile bin ich da ja eigentlich gut ausgestattet. Ja, ich glaube, es wird wohl doch darauf hinauslaufen, dass wir hier zurück zum Schiff gehen. Denn da ist es schon. Ja. Ich muss halt nur rausfinden, was da quasi der Anfang, was das Ende ist von diesen Säulen. Das kann natürlich dadurch dann angezeigt werden, dass die wieder anfangen zu reden hier. Probieren wir es aus. Eine hohe Dichte an Sauerstoffpflanzen ist auf jeden Fall schon mal kein so schlechtes Zeichen. Ach was, ist es das, wo wir schon drin waren? Einfach. Oh, guck mal. Nee, ist es nicht. Das wäre auch eigentlich unlogisch, denn immerhin haben wir ihn da ja abgeholt. Dann würde er uns ja kaum wieder dahin zurückführen. Nicht wahr? Insofern war das leider eine falsche Fährte. Aber vielleicht führen die ja noch in eine andere Richtung weiter. Ich muss mal Baupläne hier abpinnen. Das ist mir doch ein bisschen zu viel.
Wieso habe ich die eigentlich noch nicht gemacht? Immerhin kann ich die ja schon. Ja, das ist so ein bisschen leichter zu gucken, wenn ich hier draußen bin. Also hier ist dieser Eingang und dann... Ja, irgendwann ist da halt immer so der Punkt, wo es dann nicht mehr in der Richtung weitergeht, in der man halt eigentlich weiter müsste, in die man müsste. Ja, 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 ihr kleine Gnome. Lasst mich bloß in Frieden. Okay, ich glaube, hier war ich jetzt noch nicht. Seebahn. Ha, das hat alles irgendwie keinen Zweck. Also Leute, ich würde jetzt mal sagen, wir suchen hier beim nächsten Mal weiter, beziehungsweise ich gucke vielleicht auch so schon mal und beim nächsten Mal sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer. Mal gucken. Auf jeden Fall beende ich an dieser Stelle jetzt mal kurz die Folge und bei diesem epischen Gewitter würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.